My dad basically supported me in every way possible. He would buy me a guitar when I told him I wanted to play guitar. He would support me in terms of playing drums. He was a big football fan himself, so he even coached my team at some point. He also supported me in skiing, in all of my hobbies. My dad supported me. He was basically a good friend. Actually, I'm just picking songs based off that they're easy because I haven't played in like a year. What made me decide to go pro are probably a couple of different things. One of the things was my father passing away. I looked at my life at first in a similar way as he did it, which was try to earn money fast and then kind of live the best life possible. But eventually I realized that maybe doing what you love is a little bit better for yourself. The thing about StarCraft is that the wins make you feel great and accomplished, and you can really feel how you're getting better, but there's still so much room for improvement. Always, I still feel that to that day. Seeing self-improvement, making these huge steps, and it feels better and better the better you get. I think in the end, that's what really got me hooked. I do think I am born to get good at StarCraft, if you want to put it like that, yes, but I'm not born to compete. Competing itself is an entirely different beast because it brings in an mental aspect that I'm not very good at. Wann gehst du die Woche Schafkopf? Ich gehe morgen, morgen Abend. Okay, ich glaube, deine Dose habe ich da hinten stehen, deine kleine. Ich hab mir Geld schon hier reingelegt, weil das kann ich nicht mitnehmen, ist zu groß. Ach so, okay. Ich habe ein bisschen Geld rübergeräumt. Okay, alles So viel klar. Klänge brauche ich ja nicht. Ich verliere ja nicht, also von daher. Also schon als Kind war er wahnsinnig ehrgeizig, war auch sehr, sehr begabt, hat mit 3 Jahren schon das Lesen alleine gelernt, weil er immer Pokémon, früher gab es Game Boy, hieß das, so kleine, wo man Spiele machen konnte, und er konnte das nicht lesen. Und dann hat er immer genervt und gefragt, wie ist das? Und dann hat er von sich, also hat er das Lesen gelernt, hochbegabt und sehr ehrgeizig und konnte nicht verlieren. Das kann er, glaube ich, heute noch nicht so gut. I already had that as a kid. Like when I used to play football, for example, I would be one of the best penalty takers in my team. And we had a tournament, and in the finals, I missed the penalty. We even won that game, but I still was super upset. And I couldn't sleep that night because I was like, why did I do that? And the same thing happens in StarCraft over and over again because you know, or at least I know in theory, most of the time what I should do, but executing it is an entirely different thing because playing StarCraft perfectly is absolutely impossible. Mistakes are bound to happen and I'm not very good at accepting them. Das war früher mein Lieblingsspiel, also schauen wir mal, ob es genauso läuft, wie es früher mal gelaufen hat. Du musst ja Ready drücken, dann können wir anfangen. Ja. Und Stampfattacke ist jetzt zweimal A. Ja, was so. machst du dann da? Nein. Oh mein! Er hat einen ganz hohen Anspruch an sich selber. Wie gesagt, er ist sehr ehrgeizig, er ist extrem ehrgeizig. Also die Chiara und die Christina hatten es auch echt schwer mit ihm, weil er wollte immer der Beste sein. Und die Chiara ist ja 4 Jahre jünger, die hatte nie die Möglichkeit gehabt, an ihren Bruder ranzukommen. Der Julian hat ja auch gar keine Chance gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Adios. Ich glaube, er ist sehr hart mit sich selbst. Ich glaube, er kritisiert sich selber sehr viel. Dass das vielleicht deswegen ein bisschen ist, weil er immer alles am besten machen will. Er ist sehr perfektionistisch. Und ich glaube, das ist gleichzeitig gut, gleichzeitig aber auch seine größte Hürde. Schon nervös? Nein. Ah! Hä? Ich hab's richtig gemacht. Das war zu langsam, Er ist jetzt nicht so, dass er unserer ganzen Familie schreibt, hey, ich habe heute Abend ein Match oder so. Ich glaube, das würde ihm auch nur noch nervöser machen. Ich verfolge das eher so ein bisschen heimlich und sage ihm dann Glückwunsch, wenn es geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, sage ich, habe ich nicht gesehen. The person that follows the scene the most is my grandma, and she knows about Liquipedia, which if you know about Liquipedia, you kind of know everything that's going on in StarCraft. These are mostly our family. That's our old dog. Yes, He's called Benito. that's Benito. That's us, obviously, in the lederhosen, and my mom and my sister in the dirndl, as things should be down here in Munich. Ich habe ja neulich auf YouTube gesehen, ein tolles Spiel, ja, gegen Serral. Und da habe ich das Gefühl, dass dir gerade ganz gut geht.
Ja. Ist das richtig? Es läuft ganz gut. Ja, Das Spiel, genau. was du gesehen hast, habe ich dann ja verloren, aber mal abgesehen davon. Aber du warst schon sehr, sehr nah. Du warst Ja. sehr nah. Ich kenne dich ja nun lange genug, um zu wissen, dass du sehr ehrgeizig bist, ja? Dass du ungern verlierst, es aber trotzdem immer wieder angreifst und hartnäckig bist. Finde ich toll. Please welcome up on stage, it is Lambo and Cyril! This tournament run itself was incredible to me. I just came out of Korea. I practiced in Korea for 2 months. And the fact that you saw the fruits of that right away was amazing. I could finally show what I thought I could do. A beautiful game plan. Without this tournament, there's a good chance that I never would have gotten to where I am now. Confidence itself plays a huge part in StarCraft. Believing in what you're doing is just going to make you play better. Up until that point, I had so many doubts about my own skill. I think that there's also other players that have these moments that are just there. They're just below the top level. And they just need this one performance to really just ensure themselves that they are good enough to compete. Dass dein Ranking sozusagen dann auch dementsprechend gut ist, wenn du so Ja. viele Punkte übers Jahr sammelst. Genau. Das ist die Weltmeisterschaft quasi in StarCraft. Okay. Und wo ist das? In Katowice, deswegen heißt es so. Was ist Wer ist Favorite vom Turnier? Cyril wahrscheinlich. Cyril und Maru. Brauchst du die Erfahrung. Ja. Da kennst du dich schon aus, ey, Junge. Boah. Also zählst du quasi seit letztem Turnier zu den Top 10 der Besten? Quasi. Ja, so funktioniert es nicht ganz, weil ich spiele manchmal schlechter und ich spiele manchmal besser. It's possible for me to win a game and be the best player at a certain weekend or throughout a week, throughout one tournament, but being the best on average is not possible for me. I would need to become quicker, for example, at looking at a screen, processing the information, and then knowing exactly what to do in the most important situations, which is just something that I don't have. And I'm also just a little bit slower. Like my hands are maybe not as fast, the mass memory is not as good as with some of these other players, but it's just by a little bit. And that little bit I can compensate for with strategy, for example. When I coached Rainer and he ended up actually winning Katowice, that was probably one of my favorite moments in my career. Somehow even felt some validation because he used some of the strategies. If StarCraft was bigger, I would maybe even prefer being a coach because it has less of the negative feelings and it just fits my skill set better. Natürlich. Ja, Dann wetten wir auf den Wosi, oder? Mein Monatsgehalt auf dich. Schauen wir mal. Die Hand ist sehr kriegen. Prost. StarCraft to me is a passion that makes up a big part of my life. I am very thankful for that I found it. I just know that right now I love what I'm doing and that's why I'm doing it, and I don't really need to know anything other than that.